Hallo und herzlich willkommen zurück in Vampyr. Es geht natürlich direkt weiter, denn wir haben sehr viel EP. 2 Leute durften wir aussaugen. Ja, mit dem einen tut es mir schon irgendwo, wie gesagt, leid, mit den Kindern und alles. Aber es waren jetzt eher die schwächeren Leute, ne? Was vielleicht gar nicht so schlimm ist oder so blöd war. Klauen sollten wir eigentlich mal zum Teil verbessern. Ich habe nur Sorge, dass das hier extrem teuer wird auf Dauer. Wir haben uns ja entschieden eben, nee, das war das Falsche. Wir haben uns ja entschieden auf dieses Explosive. Und wenn ich gucke, was das für Punkte sind, 1000 Punkte brauche ich. 1000 nur für Stufe 1. Das ist nicht wenig. Biss wäre aber auch wichtig, weil das bringt uns halt unglaublich viel Blut. Wie ich Biss einsetze, habe ich aber allerdings noch nicht herausgefunden. Ist halt auch ein bisschen schwierig, ne? So, Stufe 2, Stufe 2, Stufe 2. Medizinische Tasche plus ein Sera. Schattensuche sollten wir vielleicht auch auf 2. Boah, 1000 Punkte, was? Oh, ich sehe gerade. Okay, wir sollten was Günstiges nehmen. Weil ich glaube, dass gleich dieses Ultima kommt. Dieses Ultimative. Was kostet hier die nächste Stufe? 300. Komm, die nehmen wir. Ja, aber jetzt sind wir nämlich Level... Ach so. Nee, da ist ja der Balken. Ups. Aber passt, ist Stufe 2, wollten wir sowieso machen. Stufe 2, Stufe 2. Und das hier sind alles noch Stufe 1er. Auf 265 Schaden. Das ist halt schon sehr, sehr geil. Aber 2000 Punkte, was? 1300 Punkte. Das macht ja überhaupt keine Veränderung. Abklingzeit bleibt gleich. Absorbierte Treffer 2 statt 1. Naja. Ja. Okay. Boah, bist du teuer. Für 50 Heal mehr. Das ist halt auch nichts, ne? Du Scheiße. Also zwischen den 4 müssen wir uns jetzt entscheiden. Gut, Klaue geht ja nicht, weil... Genau, zu teuer. Also zwischen den 3 müssen wir uns entscheiden, was wir nehmen. Und ich würde dann doch sogar eher auf Barriere gehen. Lieber 2 Treffer mal einstecken können, im schlimmsten Notfall. Aber wir brauchen auch langsam ein bisschen was für Damage, ne? Wir sind bis jetzt noch sehr passiv unterwegs. Ist jetzt auch nicht schlimm, ne? Es ist auch immer nicht immer gut, in den Kampf zu gehen. Ja, sehr gut. Aber wir sind wieder stabil, Leute. Also, wir können die Leute aussaugen, aber dadurch, dass wir die heilen, geht's wieder weiter. Kopfschmerzen. Kopfschmerzen. Was? Warum du? Nein. Erkältung, Kopfschmerzen. Ich habe 2 Ärzte mit Kopfschmerzen. Ich weiß noch nicht mal, ob ich was dagegen machen kann. Das habe ich doch noch gar nicht, oder? Ich habe nichts gegen Kopfschmerzen. Oh nein. Aber die sterben jetzt nicht weg, oder? Wir werden uns jetzt dann die Hauptstory machen, ihr Lieben. Und werden ganz flugs uns drum kümmern. Runter, okay. Dass wir hier mal neue Medikamente bekommen. Ah, da drinnen. Stopp. Zurück. Ah, endlich ist die Tür offen. So, ich gucke nochmal ganz kurz ihre Wertsachen durch, ja? Ich möchte nur ein paar Sachen mit einpacken. Royal Halltheater. Clive Fitch präsentiert Doris Fletcher. Chapeau. Oh Gott, es könnte interessant werden. Kleiner Beutel voll Ramsch. Ja, danke schön dafür. So, was ist los? What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Was? Where's Dr. Swansea? Was? Oh. Please calm down, madam. I assure you that I am highly qualified.
I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse, or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. If I Okay. didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting your Wahnsinn, blanket. was ist mit der Frau? You seem to know more about the goings-on here than anyone else. Beware, Miss Jones, in case suspicion should fall on you. That's it. Blame the old and infirm. I see those little bitches' greedy little eyes. Just waiting for me to pop off they are. Okay, kann man I natürlich assure irgendwo you, nachvollziehen. madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. Na gut, das wissen wir ja schon. See you on the next round. Das wissen wir ja leider schon. The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? No matter how you feel about Die ist her, auch mir nicht Miss geheuer. Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. Ah, beruhigen Sie sich. So, war da noch was? Nö, gar nichts. Goodbye, Nurse. Wir finden aber keine Hinweise für die Frau, ne? Es ist, als ob sie gar nicht hier arbeiten würde, rein theoretisch. Dorothy Crane. Dorothy. Dorothy? Dorothy, sind Sie hier? Ne, auch nicht. Oh, da hat was geschimmert, warte. Achso, schade, es kam nur vom Licht. Ah, ich brauche Medizin. Dorothy. Meine Güte, wo sind Sie denn jetzt schon wieder? Good evening, Nurse Hawkins. Nein, evening, wo Dr. kommst du Reed. jetzt wieder her? Du bist überall. Das gibt's ja gar nicht. Nurse Hawkins. Tschüss. But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit. Good evening, Doctor. How is my son doing? Have you heard rumors of blackmail going on in this hospital? Dr. Reed, are you trying to take advantage of me? Of course not, Mrs. Goswick. I'm just curious. Well, go be curious somewhere else, please. Wieso habe ich das erwartet? Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Have you heard rumors about blackmail in this hospital? No? I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. Doctor. Ich frage mich ja wirklich, was er hat, ne? Ich glaube nicht, dass es bei ihm irgendeine Kleinigkeit ist. Aber trotzdem, wo sind die Ärzte? Ja, wo ist Dorothy? Fear and disgust on every streetcar. The daily routine. Das gibt's ja gar nicht. Die muss doch irgendwo sein.
Ja, draußen vielleicht noch. Wenn die genau jetzt ihr Mittagsschläfchen macht, ne? Dann aber. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Mist. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very different backgrounds, Doctor. Just like the patients. Okay. Goodbye, nurse. Das hat mir jetzt nicht Call me if you weitergeholfen. need assistance. Wo könnte sie denn noch sein? Normalerweise läuft es ja hier draußen dann noch ein bisschen rum. Aber ich muss zugeben, hier ist einfach niemand. Vampyr ist wie verschwunden. Aber ich war es nicht. Wer frisst meine Leute? Dieses Krankenhaus gehört mir. Mittlerweile schon voll besetzt. Hier war ja auch niemand. Das gibt's doch nicht. Die muss doch irgendwo sein. Hast du eine Ahnung? Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any good news to share? Have you heard of any underhand dealings going on in this hospital? I have no time for such triviality, my dear colleague. We're here to save lives. Naja, wenn es allen so natürlich geht, ne? Ist das klar, dass das so nebenbei gemacht werden kann. Nur, wo ist die Hauptschwester? Das gibt's ja gar nicht. Do you need something, Jonathan? I have met Lady Ashbury. She's a fascinating woman, wouldn't you agree? Ja. She told me Okay. you've been doing all in your Erstmal power to vertrauen wir cure ihr. her addiction for blood. Though unsuccessful, it's admirable. Lady Ashbury is a cherished friend of mine. I would not betray her secrets without her consent. Come to the rescue of a damsel in distress. I ask nothing more. Okay. The matter of Lady Ashbury's blackmailer. Oh, I know too much about this matter already. I'm confident in trusting the interests and reputation of both the hospital and Our Lady into your able hands. Warum auf einmal denn so nervös? I have just a few questions. Then ask away. I'm at your service, Doctor. You mentioned something about a secret society. A brotherhood, if I recall. Could you elaborate? Certainly. I've been a member of the Brotherhood of St. Paul's Stole for Das waren several sehr years. viele Fragen. We are pledged to monitor and report vampire activity in England as impartial scientific observers. That explains your nightly wanderings about the docks and the questions you ask. I feel it wasn't mere coincidence that led us to that part of town. There was something as yet unseen that set those chain of events in motion. Yet you don't fear me. And still, you know the monster that lurks beneath the civilized surface. The Brotherhood has studied your kind for centuries. We believe you are as supernatural as a lion is to a gazelle. Since you seem quite the expert on vampires, what could you tell me about my condition and how it came about? As men of science, our first step is always to start with what we know. Forget the myths, the hackneyed scrawlings, and the penny dreadfuls. They do not scratch the surface of the truth you now find yourself in. Must I take a life to live? You are a vampire. You feed, and blood is the sole sustenance that can sustain your immortal frame. And only a living creature contains the nourishment you require.
The sun. The morning following my transformation. Its rays burned me. There was pain, smoke, and my skin blackened. You will find there is very little that can kill a vampire, my friend. You have been offered relative immortality. The sun will most certainly hurt you, leaving you weakened and damaged, but it will not destroy you. Since I'm the one working for you, what should I know about Pembroke Hospital? Well, for many years, we have been the only medical facility in this part of town that people can rely on. We support the community here, as well as provide health care. Where do we stand today? Oh, to be honest, we cope on a day-to-day basis. The first wave of the Spanish flu last summer took us by surprise. We lack many of the basic necessities needed. What do you expect of me? What we need is hope. You were a soldier. This is a war. This white coat's still a uniform. We fight to help the poor, the sick of the East End, the forgotten. The man we pursued and slew in the canning factory, William Bishop, I believe, was he a vampire? He was a Skald, technically speaking. The debate rages as to their classification. Some think them a subspecies of vampire, others something else. How do Skalds come into existence? The name means slave. The etymology may indicate that they are a lesser species of vampire. From what I know, Okay, das sind unfassbar viele Informationen. Just for clarity, what differences are there between myself and a Skald? A Skald is easier to eliminate, Jonathan, even if they remain formidable foes for the unprepared. Vampires exist beyond the mortal realm. Ja gut, das haben wir ja mitbekommen. Diese Skulls, die verlieren ja auch ihr Bewusstsein oder halt dieses menschliche, sag ich jetzt mal, ne? Nur die nötigsten Bedürfnisse, fressen, töten. Ist natürlich schon ein krasser Unterschied, ja. We'll see each other again soon, Edgar. Was für Gespräche. So unfassbar viele Informationen immer zu allem. Aber es ist ja auch irgendwo schön. Also, ich finde es unfassbar gut gemacht. Es ist manchmal doch ein bisschen sehr viel Gequatsche. Ich werde mir noch den Tod holen. Was? Das muss eine Krankenschwester machen. Ich habe keine Zeit für dich. Wir suchen immer auch die Dorothy. Das gibt es doch nicht, dass die Dorothy nicht da ist. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Also sie macht sich dadurch gerade keine Freunde. Niemand. Na gut, dann gehen wir erstmal speichern. So, ab dafür. Also wirklich von der Information her, von allem, ist das schon absoluter Wahnsinn, aber es ist halt auch nicht schlecht. Schade. Weil ganz ehrlich, lieber habe ich zu viel Information als zu wenige. Und vor allem, ich hätte gerne eine Axt, um das alles aufzumachen. Schönes, großes Zimmer. Wunderbar. Wo geht's hier eigentlich hin? Ach so. Ja, ich weiß zwar nicht, ob ich diesen Balkon für sicher empfinde. Aber warum nicht? Wir haben den Balkon. Ab, hinlegen. Nochmal gucken wir den XPs. Aber ich glaube, wir haben keine. 220, das ist natürlich noch viel zu wenig. Bestätigen und ihr Lieben, auch wenn es sehr, sehr viel Story war, sehr viel Unterhaltung war. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Däumchen nach oben, Abo da lassen, würde mich unglaublich freuen. Und dann bis zur nächsten Folge.